Hallo und willkommen zurück zur einer Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind in Part 68. Machen wir wieder die schönen Ausrufezeichen weg. Ruckedi zuckedi. Oh, das machen wir auch gleich. Den Kampf. Und da ist gar nichts. Nichts. Naja. Hauen wir kurz den Kampf weg. Herausforderung starten. Natürlich warte. Ja genau, es gibt wieder nur für die beiden ersten, also fortgeschritten und normal Urgestein. Das machen wir auch. So. Ja, diesmal habe ich dazugelernt. Wir nehmen zack, 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 zack. Das Beste vom Besten. Yep. Herausforderung starten. Sonst mache ich wieder den gleichen Fehler wie gestern, ne? Hello. Boom. Komm. Wir spammen einfach unsere Hauptattacken. Das wird dann schon. Deluxe-Style. Boom, boom. Wo seid ihr? Zerstörung. Easy. Oh, dich habe ich noch nicht gesehen. Euch zwei Hübschen. Hey, die zocken aber einiges ab. Egal, Zerstörung. Hey, ich bin gleich down. Was passiert hier? Gefährlich. Da. Eieiei, das war hart. Die haben einiges abgezockt. 3 Eis. Über 3. Die können wir mitnehmen. Bestätigen. Und dich tauschen wir. Fische weg. Nehmen wir dich mit. Und Xianyun weg. Wir wollen Schaden machen. Wir wollen zerstören. Boom. Alter, easy. Also jetzt kommen die größten Nervensägen. Zum Glück habe ich Eis dabei. Oh, was für ein schöner Schaden das doch ist. Komm her. Worsley oder Worsley, wie der heißt. Mag ich. Den mag ich sehr. Komm her. Ich zerstöre im Auftrag von allen. Im Auftrag von einem Arkon, welchen? Welcher ist Kriegs... Zhongli war früher wahrscheinlich. Die haben ihn doch auch Krieg, oder? War da irgendwas? Mit Zerstörung, Krieg und so? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ey. Ey. Nervensägen. Kadehara ist immer geil. Gaming. So, das ist weg. Jetzt die Frage. Wind. Nehme ich dich. Nimm mal Fischel nochmal. Ui. Mach Boom. Eieieiei. Zerstörung pur. Boom. Geht doch. Wo sind unsere Freunde? Oh, Elektrochill. Komm her. Komm her. Ich mach dein Schild putt. Komm her. Eieiei. Da knallt es nur so, hä? Boom. Der war schon down. Kommt her, meine Lieben. Let's begin. Boom. Zack. Keine Herausforderung. Xiao.
Nehmen wir Xiao. Und Eis würde ich nehmen. Schauen wir mal. Alter, ich treibe mal Wind. Das war ein Fehler von mir. Ich habe jetzt nicht geschaut, wen ich dabei hatte. Hallo. Ich bin's. Mr. Kasua. Kommt her, ihr kleinen Pupsis. Kasua, zerstör sie alle. Gegen vieles Kasua-Bombe. Zack. Kommt alle her. Bye bye. Da. Zack, 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 zack. Verwirbeln, zerstören hier. Xiao-Style. Baum. Easy. Durchgerauscht wie nichts. Komm, ihr Mr. Zerstörer. Lauter neue Gegner. Dankeschön. Dankeschön. Nehme ich doch gern. So. Upp, schon wieder 656 plus 320, gell? Fast 1000 schon wieder. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ja, mit den Dailies habe ich sicher schon mal über 1000. Und jetzt machen wir weiter mit hartnäckige Krankheit. Da gehen wir hin. Ich glaube, wir müssen Nikoplasten oder wie die heißen sammeln. Ich vergesse mal, wie die heißen. Unterhalte dich mit Tighnari. Ich komme. Hopp. Bin gleich da. Nicht hetzen. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized you're that honorary knight from Mondstadt until Collei told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Habe ich es nicht schon gehört? So just to clarify, what I'm about to tell you about Collei is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... Ah, vielleicht darf ich nicht mittendrin in der Mission abbrechen, oder? Weil das habe ich doch gerade, das habe ich schon gehört. Ich habe danach, nach dem sein Gespräch, habe ich abgebrochen und woanders weitergemacht, ne? Okay, ab jetzt immer, wenn ich aufhöre, muss ich wahrscheinlich... Well, because Collei asked me to. Ja, genau. Muss ich wahrscheinlich immer aufhören, bevor ich den so ein bisschen anfange. Weil wahrscheinlich speichert er das nicht. And honestly speaking, I was against Collei revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tighnari, what exactly is wrong with Collei? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Ja. Right. Ever since she was a child, Ja, doch. she's been afflicted with a disease called Elazar. Das habe ich gestern noch gehört. Elazar? Tighnari, ist nicht komisch, dass du hier doppelt redest und es nicht mehr checkst. Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness. In its final stages, Weg. the disease strips a person of the ability to... That sounds terrifying. Verliert die Kontrolle über seinen eigenen Körper. Habe ich schon gesagt. Wait, hold on. So when Collei seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Yep. Ah, Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself.
Jetzt sagt er noch irgendwas über, dass die Mutter sie abgegeben hat an Ding, oder? An die Fatui? With appropriate, nevertheless. What? Ja, ja, Wait Fatui. anyway, Das haben wir gestern I gehört, have komm. no idea how this. However, El Collei is Dottore. a resilient individual. Oh, Oh, by the way, she doesn't need. Collei Komm. once thought. Don't worry, Tighnari. We'll take good Wie care ist of her. Collis Zustand jetzt? Though Wissen I wir doch must admit, she schon. was interested. Her stamina has. All right. Now that I've told you about Können Collei's wir auch back. mitkommen? Yep. All right, but I'm. No problem. Let's go then. Nilo Platte Lattes. Hey, Tighnari, where exactly are we going to find this plant? Ey, jetzt redet er auch über die Nichtträumer Pflanzen wieder. lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. The Nilotpala lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Unglaublich. Take the Calpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, and is completely contrary to its name. Oh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tighnari. Ja, das haben wir alles gestern schon gehört. Hup. In der letzten Folge, falls ihr das Gespräch hören wollt. Auf jeden Fall muss ich jetzt aufpassen. Weil ich wusste gar nicht, dass es dann resettet, wenn man so ausmacht. Weil normal mache ich ja immer erst aus, wenn da steht abgeschlossen ein Teil. Und dann kann man ausmachen. Ist dann wahrscheinlich wie so ein Kontrollpunkt, schätze ich mal. Wusste ich gar nicht. Ist wahrscheinlich auch das erste Mal, wo ich früher ausgemacht habe, ne? Komm her. Renn nicht weg. Boom. Nix gegeben. Hey, Time for a light show. komm runter mit dir. Trink. Ja, inaktiv. Ich brauche das andere Zeug, ist besser. Ich muss mich ins Wasser schlagen. Komm. Sehr schön. Die geben aber fast nix, ey. Da, Sporen der Pilzbestie ist es, was ich brauche. Ui. Zack, zack. Runter mit dir. Schuck dich wieder ins Wasser hier. Wunderschön. Genau. Und da müssen wir ab jetzt immer perfekt warten. Mach mal eine Mission, wenn da abgeschlossen steht, dann kann man immer ausmachen. Sonst muss ich mir jedes Mal die Geschichte anhören, wieder und wieder auf den Anfang. There should be Nilotpala lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. Mach mal. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Ich habe schon mehr, glaube ich, von gestern. Habe ich zufällig erwischt. Oh, kann ich nochmal einsammeln? Sehr geil. Aber die werden mir eh weggenommen. Alright, we've gathered enough Nilotpala lotuses. Let's head back to meet Tighnari. Machen wir doch. Wäre ich fast untergegangen? Hey Tighnari, we found the lotuses you requested. Let me have a look. Good. Very good. These are all excellent quality. Wir haben sogar 2 zu viel genommen. I'm glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on other things I need. Hey, Tighnari! Oh, Tighnari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah,
Yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Was Schlimmes passiert? Let's go find out what's going on. Yep. Ich komme! Braucht ihr Hilfe? Ich bin für euch da. Ich bin die Reisende. The one only. Oh. Fisch. Tighnari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. Ah, Verwelkungen. Die habe ich schon ganz vergessen. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? Komm. It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Nee, war gut so. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tighnari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. Egal. Wir sind Retter. Helden. Maschinen. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. Egal. Ich überlebe alles. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tighnari here. Kein Problem. Ich krieg's hin. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Vielleicht kann ich auch helfen. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, she may not have a vision, but she's a real pro at using the power of the elements. Ja, vor allem alle. Seems the rumors about you were true then. In that case, all right, you two may accompany me. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Los geht's. Dann machen wir Hola. Du Verwelkung. Ich zerstöre dich. Links, rechts, oben, unten. So. Ich sehe sie ja schon. Mach mal kurz. Stop. Don't move any further. Look there, in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Ja. Oh, Paimon doesn't like the look of this. Dirty, eh? That is the withering. All right, traveler. We're gonna have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Ich komme mit. Thank you. But I must warn you, don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing after all. Kriegen wir hin. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. Machen wir Attacke. First, we must locate any branches sustaining the withering zone.
Ey. Ich wurde angegriffen. Geht doch. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to Komm her. take care of the tomb. Keine Chance. Du Monster, du. Bye-bye. Jetzt fehlen die Kleinen alle noch. Komm her. Pieks, pieks. Da sehe ich noch einen. Boom, 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 boom. Alter, hört ihr nicht auf mit euch? Nee, muss ich echt alle zerstören? Da. Easy. Die sind noch mega langsam, Alter. Die kommen auch nicht her, ne? Komm her. Now, destroy the tumor of the withering. Easy. We did it! Everything's returning to normal now! Yes. Thanks to you two, we were able to quickly restore this area back to normal. Gern geschehen. Tighnari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright. It's like this. Recently, the rate at which withering zones appear has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. Das ist scheiße. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Collei's case of Elazar has also become more serious. Hängt zusammen, oder wie? Huh? Well, why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. Gibt es nicht eine Möglichkeit, diese Verwelkung endgültig loszuwerden? No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. Oh, by the way, have you heard of Irminsul before? Nein, habe ich nicht. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. Okay. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Okay. Die Erde durchzieht. Riesiger Hohlraum. Das sieht ein wenig aus wie das, was ich sah, als ich das Bewusstsein verlor. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. Ist es wie ein Narukami-Schrein, der Baum? The Dendro Archon is known as the god of wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. Irminsul ist krank? That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago, but
Even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we Rangers will be battling the withering zones here for a long time, until a cure is found. Katastrophe. All right, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Los geht's. Die gute Verwelkung. Klären wir doch alles. Oh, da ist ein. Er sieht nicht so hoch aus. Teleporter. Wenn wir schon so nah sind, nehmen wir doch mit. Das wäre doch gelacht. Ui, noch höher? Das kriegen wir doch auch hin. Ich kenne da nix. Ab nach oben. In die junge Stube. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort heißt. Ich nenne es einfach junge Stube. Junge Stute? Hört sich falsch an. Ab in die junge Stute. So. Deswegen sage ich junge Stube. Hopp. Geschafft. Was ist dort? Einfach nur Pilze. Okay. Die guten Pilze. So. Perfekt. Haben wir schon mal einen Teleporter? Wunderschön, hä? Hey, hatte ich nicht den schon? Ich habe doch gestern auch schon einen Teleporter geholt. Wo ist denn der? Hat es gestern gar nichts gespeichert? War das irgendwie ein Bug oder irgendwas? Weil die Aufnahmen habe ich ja. Ah, okay. Jetzt ist. Ich dachte mir, warum bleibe ich hier hängen? Den habe ich gestern gefunden. Das ist nur eine Quest. Da ist der andere. Heide, nein, ich dachte schon. Dass es irgendwie so die letzten 10, 15, 20 Minuten nicht irgendwie gespeichert hat. Hat's, alles okay. Ich habe mich umsonst aufgeregt. Tighnari, ich komme. Ich bin schon da. Oh, Tighnari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Perfekt, hä? Huh? Wait, is that? Oh no, Hypatia! Hypatia. Huh? What's wrong, Tighnari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Die, wo uns hier ein bisschen ignoriert hat. Die Hochnäsige. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Keine Geduld. All Paimon sees are 3 squiggly lines. Was heißt es? Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. So schlimm. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Kein Problem. Wait, you want us
us to bring her the rations? But will the traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, traveler. Take a smell and see. Ein Sniff. So, how do you feel? Es hat einen sehr erfrischenden Duft. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? Nope. But wait, how'd you know that she'd be okay this time, Tighnari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that she could adeptly manipulate the dendro element. I knew then that she would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsul's ley lines, was what I described similar at all to what you saw when you were unconscious? Was ich gesehen habe, waren gar keine Halluzinationen, oder? That's correct. Those weren't hallucinations at all, though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance, not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Teyvat. Noch schlimmer. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Ruka Devata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was a part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Was genau habe ich denn vorhin gesehen? When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneal are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. Sie wollte es ganz nett machen und dann komme ich rein und mach's aus Versehen. Hä? Maschine. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Rennt er einfach weg. Glutschaugen. Glutschi glutsch. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her, and she'll answer any questions you may have. Ich danke dir. No, I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. No problemo. Geh und hilf Hypatia. Hypatia, ich komme. Hi, hi, pay, ja, ja. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Nehmen wir die Sumeru-Rose mit. Da blinkt doch auch was, oder? Ne. Warte mal. Da ist aber was Schönes. Nehmen wir doch. Sind auch wichtig, falls wir Nahida doch bekommen. Brauchen wir die hier. Zack, zack. Zackedi, zack. Sonst nichts hier? Nope. Sieht nicht so aus. Naja. Schade. Hup. Wo bist du? So.
Überall Champignons. Hallo. Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Was ist das für ein Geräusch? Es ist Hypatia. Wie geht es ihr? Hey! Kumpel! Wie ist die nochmal? Naranja? Naranka? Hab keine Angst. There you are. Hypatia, are you all right? So hungry. Need water. Sie scheint vor Hunger ohnmächtig geworden zu sein. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Machen wir doch. Wait, why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Natürlich. Ich bin schon unterwegs. Durchquere den Nebel. Ist hier irgendwas drin? Nope. Sieht nicht so aus. How'd things out here end up looking like this? What happened? And where are we? Paiman, beruhig dich. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. Hört sich schon besser an. Da ist auch nix. Immer nach hinten schauen, wenn man irgendwo runterfliegt. Die verstecken gern solche Truhen hinter dir. Hallo. Ich bin's. Wow, this place is huge. Krass, gell? I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Komm her, ihr nervigen Pilzchen. Was liegt vorn? Da. Da. Noch ein bisschen Feuer rein. Normal die Pilze nie mit Feuer killen. Weil sonst geben sie keine Pilzsporen-Dinger. Aber das ist eine Story. Pilze, die geben mir keine Items. Der Hüpfpilz. Kenne ich schon. Mein Freund. Kenn ich. Der gute Hüpfpilz. Zack, auf den nächsten. Was gibt's hier Schönes? Okay, ein Zwischenraum. Sehr schön. Mit noch einer Kiste. Hallo. Zerstörung. As a dutiful maid would. Boom, 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 boom. I got you in my room. Boom.
Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Lights out. Und zwar mit ganz viel Zerstörung. Gut so. Easy. Schön hinten. Bisschen stechen. Bisschen stabben. Zack, zack, zack. Alter. Wo kommst du auf einmal her? Du Kuh. Boom. Komm her. Call me Master of Destruction. Propagate? Nö. Ich weiß nicht, was das Wort heißt, aber nö. Hört sich schon zu gefährlich für mich an. Bam. Bam. Jetzt so ins Gesicht. Bam. 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 Judgment. Easy. Und noch besseren. Sehr schön. Genau so gefällt's mir. Und nicht anders. Was passiert jetzt? Wo bringst du mich hin? Fliegt der in die Blume rein, oder was? Ja, sieht so aus. So. Was jetzt? Da ist eine Kiste. Da gehen wir aber erst später hin. Gehen wir erstmal hier rein. Ah ne, hier muss ich, okay. Dann doch dahin. Erstmal den hier. Dann haben wir 2. Da ist noch eine Kiste. Dankeschön. Wo muss ich hin? Kann mir das einer sagen? Da habe ich die kaputt gemacht. Jetzt laufe ich weiter hier rein. Und lande wieder am Anfang. Okay. Hat schon mal nichts gebracht. Wie komme ich dahin? Eine sehr gute Frage, oder? Zack. Nee, warte mal, wo war ich jetzt? Genau, da war ich. Da muss ich wahrscheinlich rein. Okay, okay, okay. Direkt verstanden. Nicht wirklich, aber egal. Man darf doch optimistisch sein, gell? Rein da. Was jetzt passiert? Tor der Wiedergeburt. Untersuche den schlichten Raum.
Wieso sind wir wieder auf einmal Inazuma? Okay. Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Dankeschön. Finde weiterhin einen Weg, um zum oberen Teil der Baumhöhle zu kommen. Easy. Geht doch. Schon habe ich es geschafft. Zack. Zack. Easy. Hier kurz durchgeballert. Oder doch nicht? Untersuche den Hof tief im Korridor. What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. Ich und sehe schlecht aus. Unmöglich. Hallo. Einfach nichts, nichts, nichts. Gib doch tun. Einfach mal sagen, ey, wieso nicht? Was passiert jetzt langsam hier? Verschwimmt alles. Jetzt offen? Nee. Doch, jetzt offen. Einfach nur, weil ich auf ein Gemälde geschaut habe, hä? Oder auf eine Zeichnung halbe halbe. Wo komme ich jetzt hin? Onstead. Liue. Geht zur oberen Plattform. Okay. Oh. Und ich werde dich wieder zerstören. The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Dein Leben juckt mich auch nicht. Da. Steady as stone, as a good knight should. Fuse is lit. Here comes the fire. Da. Komm, Boy. Boy. Nochmal Boy. Judgment. Ich zerstöre dich sowas von. Brauchst gar nicht versuchen abzuhauen. Time for a light show. Komm. Immer drauf. Fire hazard. Fire Hazard. Wunderschön.
Da nochmal. I must leave no stone. Propagate. Einfach nichts. Punishment. Hä? Sein Schild sogar gar nichts ab. Fuse is lit. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Das ist eine Illusion wieder. Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Dies wird nicht mein Ende sein. Your brother. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Denial ist Beste. His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. Nö. Selbst wenn mein Bruder mich wegschmeißen würde. Ey, eine Reise ist immer gut. Finde ich neue Freunde, neue Familie. Was laberst du? But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Und vor allem, man will es ja von der Person hören. Wenn er es zu dir ins Gesicht sagt, ey, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber auch nicht von so einem dahergelaufenen Hampelmann. I'm back. Seltsam. Was ist gerade passiert? Einen Moment lang war es wie ein Traum, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worum es ging. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Ja, sie ist hier wahrscheinlich. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Ich muss wohl in Gedanken versunken sein. Are you okay? That's really not like you. Tut mir leid. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Mach mal. Hallo? Lebst du noch? Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Ihr gebt der halbbewussten Hypatia Wasser und Saft zu trinken. Und nach einer Weile... Who is there? Tighnari, is that you? Huh? Komisch, hä? Falsche Leute. It's okay. You can relax, Hypatia. Tighnari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Nimm Hypatia, nimm. I see. So, you're friends of Tighnari. I apologize for all the trouble I've caused you. No problemo. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Das hört sich nicht sehr koscher an, hä? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor?
You mean there's someone else living nearby? Ist es ein kleines, rundes Wesen? Oh? So you're able to see them too? Du erzählst Paimon und Pager, was passiert ist, als du die Höhle betratst. Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? Nee, was alles schon passiert ist, dann ist das wohl eher noch normal, oder? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. Ich habe Urgestein bekommen, also juckt's mich nicht. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. Okay. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? Weggerannt. And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. Das ist der Verteidigungsmechanismus wahrscheinlich. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Das ist wirklich ein faszinierendes Lebewesen. Yes, no doubt about that. By the way, Tighnari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Aber erstmal Hunger, hä? Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Krieg mal hin. Alright, we're up, Traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tighnari came to visit. Kriegen wir hin. Bereite Essen am Lagerfeuer zu. Jetzt blinkt hier was, das war ja davor nicht, oder? Eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Ich dachte, ich kann ihr Obst klauen. Ihr bereitet das Essen über dem Lagerfeuer zu. All done. Let's use the empty box that Tighnari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. Let's go. Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. No problemo. Jetzt war sie exquisit.
Ihr genießt die Mahlzeit mit Hypatia. Nach dem Essen erzählst du ihr von dem Erlebnis, als du im Irminsul Even verbunden though warst. everything you mentioned was in Tighnari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn ale for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the Academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spend their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. Ja. Leben vergeudet, hä? So why does this incense allow people to connect to Irminsul? Hätten einfach viel mehr von dem Weed nehmen sollen. Und die werden durch. The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Oder wie die Indianer früher. Schön mit Pfeife. Dann hatten die auch ihre Götter gesehen, oder? War das nicht irgendwie sowas? Oder ihre Rituale? Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Ich glaube, ich verstehe. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was she sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. No problemo. Ich bin jetzt perfekt im Zustand. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? Klar, wenn du so lange studierst, dann willst du ja auch schaffen, ne? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. Oha. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Also ist doch eine Droge, die irgendwann dein Gehirn zerfrisst. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa. So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Don't you ever feel afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. Ja, wahrscheinlich hilft dem Verborgenen, ne? I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Stimmt, da war ja auch irgendwas, ne? Ah,
true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Das erinnert mich an den Traum, den ich gesehen habe. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. Trotzdem. Es ist wie bei Begierde in Inazuma. Träume und Begierde sind nah beieinander. Du träumst, was du willst, ne? Was du haben möchtest vielleicht. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. Oh. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. Schön, gell? It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Ja, träumen muss man immer. Träume sind was Gutes. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be. But I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Nee, Träume ist top. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. Okay. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. Vielen Dank, Hypasia. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. No problemo. Mache ich immer gern. Nach einer langen Unterhaltung mit Hypatia verbringt ihr die Nacht in der Höhle. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Machen wir doch. Kehre nach Grandava zurück. Ich komme. Gehen wir da hoch. Können wir besser hin und her fliegen. Aber erstmal heilen. Zack. Zack. Die Dinger liebe ich. Die reisen so viel schneller. Rucki Zucki. Think about it, Tighnari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tighnari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Macht ihr aber schon. Und dann schaut ihr auch noch so genervt und so aggressiv. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. Alter,
Nervensägen, alle hier. I see. Well, I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tighnari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. Soll nicht heulen. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And, how long will I be required to stay? Der ist mega genervt. There's no definite answer as of now. Hey, hey. Willst du, dass ich da als Sklave für immer bleib? Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tighnari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Ich würde Gulam so eine Kopfnuss geben, so nervig wie der schaut. Aber zack! Komm, stoß in die Schulter und gib ihm. Tighnari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? Alles tippity-toppity. It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? Yep. That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. Oh, how about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Hört sich gut an. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this item is the very basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! But wait, before that... Werden wir uns noch von Collei verabschieden? That's right! Tighnari, we have something important to say to Collei before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. Let's go. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tighnari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. Bye-bye. Ich komme. Collei, wo bist du? I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Dankeschön. Thanks for waiting here just to see us off, Collei. We're headed to Sumeru City. Collei, wir werden wiederkommen. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties.
I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. Die Einstellung gefällt mir. Du bist Maschine. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend. Not some girl that needs your sympathy. Oh, jetzt will ich dich umarmen. Aber das würde ich auch nicht wollen. Würde ich wegrennen und schreien, Angst bekommen. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. Genau. There's no need to apologize, Collei. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Was zu essen? Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Ach komm. Yay! Thanks, Collei. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. Perfekt, gell? I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Ganz sicher. Well then, I, trainee Forest Ranger Collei, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. Auf Wiedersehen. Und Dankeschön. Jetzt. Auftrag abgeschlossen. Gib mir noch ein bisschen Hellholz, so wie das heißt. Alles ist Kampala-Holz. Nochmal anders. Okay. So. Das ist erledigt. Machen wir das noch schnell. Aber da gehen wir. Liue. Sehr schön. Thank you for Add Perfekt. Wunderschön. Was machen wir jetzt? Ein Ansehen brauchen wir noch, ne? Können wir eine kleine Quest wieder machen? Mal schauen, welche. So, weiter geht's. Sorry für die kleine Unterbrechung. Schauen wir kurz. Wieder einen guten Schlüssel. Mach mal. Ja, Miko. Dankeschön, aber nicht auch annehmen. Wir wollten noch zum Abschluss von der Folge einen Auftrag kurz machen, dass wir die letzten 20 bekommen. Jetzt die Frage, was könnte hier noch klein sein, ne? Die Miliz Giauxi bewacht den Verkehrsknotenpunkt in Diaumor. Er jedoch findet, dass du zu viel für eine einzelne Person ist. Hört sich gut an. Der könnte nicht so groß sein wie die Quest. Schauen wir doch gleich mal. Was ist ein Goldlurch hier oder was? Kiste. Ey.
Und boom. Komm her, kleiner Mann. Zerstören wir dich kurz. Nix da. Sehr schön. A reward on the road. Der gute Reward on the road. Sehr schön. Hier ist nichts mehr. Sehr schön. I must leave no stone unturned. Komm her. Ich vernichte dich. Boom. Scatter. Nenn es Vernichtung. Someone needs fire hazard. Ey. Propagate. You can't run. Alter, die nerven schon ein bisschen hart krass. Voll daneben. Gib dem Boy. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Geht doch. Komm her, du Nervensäge. Komm runter hier. Judgment of Destruction. Komm her. Geht doch. There are a few interesting trinkets here. Was hat hier Schönes? Nichts. Nichts. Auch ein Haufen Nichts. Den können wir versuchen. You can't run. Ey. Komm her. Ihr ganzen Nervensägen. Gut so. Perfekt. Easy. That felt pretty good. Alles ein Hauch von Leichtigkeit. Oh, da sehe ich eine Kiste im Wasser. Nehmen wir auch mit. Das sehe ich doch von hier, dass eine Kiste ist. Ja. Komm ins Wasser mit dir. Ah, da hinten ist auch noch Piste. Ey. Bam, bam, bam. Wunderschön. I'll keep this close. Aber die geben halt nichts, ne? Voll daneben. Oh, Geokokulus.
Da sehe ich ihn schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Perfekt. Jetzt gehen wir darüber. Genau dahin. Time for a light show. A festive refrain. Boom. Propagate. Easy. Leave it all to me. So. Sehr geil. Den Teleport nehmen wir auch noch mit. Oh. Kiste. War doch klar. Ich verbrenne also. Komm her, komm. Muss der. Bye bye. Schade. Nichts liegen gelassen. Ooh, will we find any firework materials in here? Auch ein Hauch von nichts. Warum keine 10? Da ist ein Steinchen. Kiste, Kiste. Überall Kisten. Aber wir machen unseren Kumpel erstmal. Mal schauen, ob es das Ende war von der Quest. Das wäre geil. Okay, die Bäume kann man schon mal nicht einsammeln. Traurig. Hey, Kioxi. Hast du alle Monster beseitigt? Alle beseitigt. Ich habe dir wirklich viel Mühe gemacht. Das tut mir leid. Da lasse ich euch einfach meine Arbeit verrichten. Du brauchst nichts verbergen. Du bist ja ganz im Staub bedeckt. Das muss ein Kampf mit schrecklichen Monstern gewesen sein. Ich weiß auch nicht, was sich die Führung dabei gedacht hat. Niemals würde jemand hierher entsendet. Ich kann auch nicht alles auf einmal machen. Es sind zwar nur 2 Brücken, aber bei so viel Passanten täglich und wenn dann einmal was schief geht, dann ist aber was los. Ich muss auf jeden Fall eine Gelegenheit finden, um mit der Führung diese Angelegenheit zu besprechen. Vielen Dank. Die hier sind für dich, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Geil. Das war echt ein kurzer Auftrag. Mach die kaputt und weg. Jetzt kommt die wichtigste Frage. Urgestein hat er gegeben. Aber. Yes. Ansehen für Liyue. Perfekt. Damit können wir jetzt unseren Schatzkompass für Liyue machen. Was sehr, sehr geil ist. Dann können wir nächste Woche schon Inazuma machen. Vielen Dank. Und vielen Dank. Schauen wir mal, was wir dafür brauchen. Perfekt, können wir gleich machen. Sehr, sehr schön. Dauert ein bisschen. Habe ich eigentlich schon 20 gemacht? Anfang sein. 20 mal schmieden. Ne, kann man machen. Perfekt.
Vielen Dank. Mach mal 19 Mal. So. 4, 5, 5, 5. Das kann man dann morgen abholen. Easy. Oh, wir haben einige neue bekommen, oder nur eins? Ja, nur eins, okay. Schnellzugriff. Den braucht man eigentlich auch nicht mehr. Ja, falls wir doch mal wieder runtergehen. Und solange wir nichts Neues haben. Perfekt. Ah. Sorry fürs Anstupsen. Wollte ich nicht. Meine schöne Catherine. Jetzt wird den gezeigt. Was dann hier ins Häuschen? Nee, oder? Hm. Da aufs Haus? Yep. A reward on the road. A reward on the road. Gefällt mir doch immer. Ne, sieht noch nichts aus. So. Oh. Ich war genau daneben. A reward on the road. Dankeschön. Und da hinten habe ich auch gleich einen gesehen. Den holen wir uns auch gleich. Zack. Das ist noch mal einer. Läuft. A reward on the road. Einmal auf dem Pfad. Kriegst alles. Nur das Beste. Oh, da muss ich hoch. Ja. I'll keep this close. Perfekt. Das ist Bambus. Nix mehr. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, ein bisschen Bambus mit. Wenn wir schon hier sind. So. Haben wir Teekanne heute schon gemacht? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wurde vorhin länger abgelenkt. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich davor gemacht habe. Von den kleinen Sachen. Nee, war wir nicht. Perfekt. Would you care to... Decoration. Oh, ein neues Holz. Sehr schön.
Haben wir schon alles gemacht, wie es aussieht. Hier sind ein paar Sachen, aber ja. Kann ich wahrscheinlich erst nächste Woche wieder machen, ne? Ja. Ich muss billige Zeug machen. Ich habe nicht genügend Taler dafür. Komm, Grünzeug. So. Das waren 5 Stück, würde ich sagen. Jep. Einmal. 2, 3, 4. Wo ist 5? Ach. Hoffentlich irgendwas Leichtes kommt. Irgendwas Grünes. Perfekt. Wunderschön. If you ever have it. Standardentwurf, okay. Nochmal irgendwas bekommen. Das haben wir schon erreicht, ne? Would you care to Und da sind wir auch kurz vor der 10. Easy. if you ever ha So. Hm, 800 haben wir schon mal die Hälfte. Nur noch 2 Stück. Macht 1160 ungefähr. Nicht schlecht, hä? So. Noch ein bisschen Verstärkung. Hier, warte mal. Die haben alle Gold, ne? Das wird auch Gold. 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 Ja, da gibt es. Ne, jetzt schon 16. Egal. Kriegst du auch Gold. Direkt. Wunderschön. Gib mir was Gutes. Nice. Das ist sehr schön. Versuchen wir dich auf 20 zu bekommen. (17) 18 19 Eches. Alles verballert. Alter, die kosten schon einiges, ne? Und LP schon wieder. Die wollen mich fertig machen. Mach mal den auf 12. Könnte klappen. Mit dem 16 plus. Easy.
Sogar 16. Hau mal rein. Hey, ja. Dafür ist Lila da. LP, ja, für Noel, gut. LP nochmal hochgegangen. Sehr geil. Ja, mein Noel wird wieder so richtiger Tanker-Beast. Richtig gut. So. Oh, ich habe jetzt gar nicht geschaut, die lilanen Sachen, ob das irgendwie Masken waren. Egal. Ich halt so, ne? Ah ne, warte. Waffe können wir auch machen. Ich muss gerade eigentlich schauen. Haben wir irgend... Ich glaube, wir haben schon für die hier, ne? Mir fehlten, glaube ich, nur diese Ruinen-Dinger. Sollen wir die nebenbei machen jetzt kurz? Haben eh gerade noch ein bisschen Zeit. Killen wir ein paar Ruinenwächter, würde ich sagen. Aber die Ruinenjäger zuerst, genau. Kann man den freischalten? Ich bin hier irgendwo in der Nähe. Was ist das? Die Dinger haben auch meistens... I must leave no stone Genau. unturned. Immer eine schöne Kiste. Dankeschön. Perfekt. Hopp. Boom. Ach so. Irgendwie das eine Kiste. Someone needs assistance. Perfekt. Ooh, wonderful. Und hier gleich nochmal 5. Ah, das war so einer. Okay, deswegen bin ich hier nicht hingegangen. Aber egal. Wir brauchen nur den Teleporter erstmal. Da kommt ein Viech raus. Das nehmen wir mit. Die hauen wir kurz weg für die Kiste. Steady as stone. Bum, bum, bum. Punishment. Da. Nochmal. Ja, mit Elektro habe ich mehr Schaden gemacht, ne? Durch die Elementarreaktion. Naja. Besser als nix. What do we have here? Nobody knows. Lass mich nahe. Hallo. Machen wir den schnell kaputt. Exterminate! You can't run. Leave it all to me. Fire hazard. Wunderschön. Here comes the fireworks. Boom. Nix da. I must leave no stone unturned. Heilen wir uns Time kurz. to clean up. Propagate. Komm. Brenne, mein Freund, brenn. Gib mir guten Stuff. Lila. Ooh, will we find any firework materials in here? Alle gegen uns. Perfekt, noch einer.
Ich komme. Was ist da? Ah, okay. Keine Kiste. Ja, voll daneben. Leave it all to me. Time for a light show. Komm, zerstören wir schnell. Geht doch. So, geht auch schnell. Rucki Zucki wieder vernichtet sein. Komm her. Vernichtung pur. Someone needs assistance. Überall einfach nichts. Steady as stone. Alter. You can't run. Ganze Nervensägen. Komm her. Immer zerfetzen. Dankeschön. Da. So. War leichter als gedacht. Eigentlich haben die nur ein bisschen mehr Leben. So viel Angriff oder Schadenänderung haben die ja kaum. Deswegen geht's voll klar. Ein normaler Ruinenwächter. Mach mal kalt. Zack. I must leave no stone. Time for a light show. Go bishop down. Boom. So, brennen. Wunderschön. Jetzt komm, vernichte ihn. Ach. Geht doch. Der will nicht sterben, hä? Jetzt aber. Easy. Sehr schön, es waren 2 blaue. Steht er auch auf? Nope. Ich glaube, der steht aber auf. Jep. Komm. Hoch mit dir. Steady as stone. Fire hazard. Komm schon, brennen, brennen, brennen. Here come the fireworks. Propagate. Judgment.
Immer schön brennen. Oh, das ist immer nervig. Geht doch. Bye bye. So. Der stirbt jetzt ganz schön langsam. Aber gefällt mir so. Wenn die sitzen einfach nur noch Spam. Ein Lila. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Komm, hoch mit dir, Kumpel. Boom. Hey. Gefährlich. I must leave no stone unturned. Geht doch runter mit dir. As a dutiful maid would. Kurz heilen. Komm. Ja. Burn. Und Baba. Das blaue war eine... Oh Mann, ein Artefakt nur. Katastrophe. Das sind nur 4, macht 7. Das sind 10, sind 3. 10 Stück habe ich erst. Das heißt, ich brauche noch 4 oder so, ne? Ja, 14, ey. Noch genau 4 Stück brauche ich. Die wollen mich fertig machen. Holzfällertal. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Da gab es auch ein paar Kisten letztes Mal. Auf einem Haufen. Ja, ich kann mich erinnern. Bin ich auch hier rüber gelaufen. Genau. Das alles gemacht. Das hier gemacht. Und boom. Perfekt. Eine gute alte Eisattacke hier. Burn, mein Freund, burn! Erstmal heilen. Ah, voll daneben. Alter. Ich schiel grad überall, ey. Alter, das ist ja nichts. Ein Haufen nichts. Perfekt, kann man gut fliegen. Kiefernholz. Oder was, Tanne? Ne, Kiefernholz, perfekt. Nehme ich euch noch mit.
immer schön fliegen. Und dann, wenn ich oben drüber bin, wie ein Falke nach unten stürzen. Da ist er. Der Enemy. Boom. Here comes the fireworks! Judgment! Komm her. You can't run! Ich kenne da nix. Ey. Scatter! Judgment! Muss mich auf einmal so ausrasten, Alter. Leave it all to me. Time to clean up. I'll catch up. Propagate! Yeah! Komm, zerstör ihn. Halt auch nicht. Steady as stone. Someone needs assistance. So. Haben wir ein bisschen was gesammelt. Ich würde sagen, das reicht für heute. Weil es auch wieder ewig. Versuch mal die Ruinenwächter wieder nebenbei zu machen, ey. So. Aber Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von einer Production. Das war Genshin Impact. Müsste Part 68 gewesen sein. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Kommentiert, subscribt und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Bye bye und ciao.